Mit unserer neuen und besonders aufwendigen Sonderedition des Fliegerchronographen 103 knüpfen wir gemeinsam mit Sinn Spezialuhren aus Frankfurt am Main an die erfolgreiche Kooperation von vor 2 Jahren an. Den Fliegerchronographen 103 STSATYHDH darf ich euch hier exklusiv vorstellen. Dieses Mal wollten wir wirklich etwas ganz Besonderes machen und haben neben der Farbgebung, die auch dieses Mal sehr einzigartig ausfällt, auch technisch starke Änderungen bei unserer Sonderedition des Handaufzugschronographen vorgenommen. Das Ergebnis ist wirklich noch besser geworden als gedacht. Vielen Dank also schon mal an alle Involvierten bei Sinn Spezialuhren. Gute Arbeit. Erstmal zum Zifferblatt, das natürlich direkt ins Auge fällt. Die hellblaue Farbe mit orangefarbenen Akzenten an den Chronographenzeigern und der Stoppminute mit Kästchen für die bessere Ablesbarkeit der ersten 10 Minuten wird um dunkelblaue Hintergründe für die im Panda-Stil abgesetzten dunkelblauen Totalisatoren ergänzt. Das schafft einen guten Kontrast und macht die Uhr damit ähnlich gut ablesbar wie andere 103 Modelle. Diese Farbe wird auch vom dunkelblauen beidseitig drehbaren und unverlierbaren Fliegerdrehring mit Leuchtdreieck aufgegriffen. Im Gegensatz zur fest in der Kollektion von Sinn erhältlichen 103 ST sind die Hilfszifferblätter für die kleine Sekunde auf der linken Seite des Stundenzählers über der 6 und der Stoppminute auf der rechten Seite im klassischen Tricompax-Layout ausgerichtet und auf eine Datumsanzeige wird gänzlich verzichtet, hier ist also alles symmetrisch. Das aktuelle Sondermodell basiert in seinen Grundzügen auf einer anderen und markeneigenen Sonderedition mit Vintage-Bezug in die 1960er Jahre, die 103 ST TI HD. Bei der neuen Armbanduhren-Edition wurde dieses Retro-Design um einige moderne Details erweitert. Gleich bleibt das hier silberne Rehaut mit umlaufender Tachymeterskala für die Messung von Geschwindigkeiten bis 600 Kilometer oder Meilen pro Stunde. Bei den auf das hellblaue Zifferblatt aufgesetzten Stundenmarkern handelt es sich dagegen um weiße Hybridkeramik, die vollends mit Leuchtmittel durchsetzt ist und einen besonders starken Leuchteffekt im Dunkeln erzeugt. Sie ersetzen die metallenen Appliken des Vorbilds und wurden bei Sinn zuletzt bei der beliebten Neuauflage der 103 ST2 eingesetzt. Und diese Änderung hat sich wirklich sehr gelohnt, denn natürlich haben wir auch hier auf blaue Nachleuchtfarbe gesetzt und das Ergebnis im Gegensatz zu normalen Superluminova ist wirklich beeindruckend. Die Umsetzung auf dem Zifferblatt der Kooperationsuhr war allerdings auch extrem aufwendig, unter anderem weil auch die Zeiger für Stunden und Minuten mit der hybridkeramischen Leuchtmasse ausgestattet wurden, um eine passende Leuchtkraft zu erzielen. Im Gegensatz zum geschichtsträchtigen Vorbild wurde auch das Deckglas bei der Sonderedition verändert, was wiederum zu konstruktionstechnischen Änderungen am Gehäuse geführt hat. Statt einem Acrylglas kommt beim neuen Modell nämlich ein besonders kratzfestes, doppelt gewölbtes Saphir-Boxglas zum Einsatz. Als Mechanikfan will man aber auch nicht nur oben Glas und deswegen haben wir auch auf der Rückseite einen Sonderwunsch geäußert. Zwar arbeitet auch in der 103 ST SATYHDH das Kaliber SW 510M, also ein Chronographenwerk mit Handaufzug vom Schweizer Werkehersteller Sellita, jedoch zeigt es sich im Gegensatz zur Retro-Variante durch einen Sichtboden, der ebenfalls aus Saphirglas besteht. Auch hier war besonderer Aufwand nötig, um den Boden an das flachere Uhrengehäuse anzupassen. Ein Handaufzugskaliber ist auf der einen Seite natürlich relativ unpraktisch, da es sich nicht im Gegensatz zu den meisten anderen Sinn-Armbanduhren automatisch mit Energie versorgt. Daher werden solche Modelle bei Sinn nur als limitierte Sondermodelle hergestellt. Für Liebhaber wie uns hat diese Art von Uhrwerken jedoch einen besonderen Reiz. Eine größere Verbindung zur Uhr durch das pflegliche und regelmäßige Aufziehen wird oft angeführt, es gibt aber noch weitere handfeste Vorteile. Entsprechende Modelle können durch den Wegfall der Automatikgruppe zum Beispiel deutlich flacher gebaut werden. Bei der automatischen 103 ST beträgt die Höhe normalerweise 15,5 mm. Diese Handaufzugsvariante kommt auf nur noch 14 mm. Beim Durchmesser von 41 mm, wie bei dieser Neuheit, macht das schon einen deutlichen Unterschied bei den Proportionen und beim Tragekomfort. Außerdem verdeckt ein Automatikrotor beim Blick aufs Werk immer einen Teil der Mechanik, der gerade bei integrierten Komplikationen wie dem Chronographen spannend ausfällt. Auch darum war klar, diese Sonderedition braucht unbedingt einen Sichtboden und auch das hat geklappt.
Auch die Abstimmung der Farbgebung in Details wie dem dunkelblau gedruckten Markenlogo sowie bei der Lünette und Hilfszifferblättern ist der Frankfurter Traditionsmarke besonders gut gelungen. Der Einsatz historischer Elemente, einer extravaganten, aber weiterhin klassischen Farbgebung und die Verwendung modernster Materialien wie Saphirglas, Sichtboden und hybrid-keramische Leuchtblöcke bei der 103 STS AT YHDH schaffen eine einzigartige Verbindung aus Geschichte und gelebter Innovationskraft, die bei der ingenieursgeprägten Uhrenmarke einen bedeutenden Teil der Firmenphilosophie ausmacht. Eine entsprechende technische Finesse betrifft die Abdichtung des Gehäuses, dessen offensichtlichen Schwachstellen neben den Gewinden natürlich die für Drücker und Krone notwendigen Bohrungen sind. Das Sinndichtungssystem D3, das steht für direkt doppelt dichtend, ist die Lösung dafür, denn statt eingepressten Hülsen, auch Tubus genannt, zur Führung der Kronenwelle und Drückerstifte, wird bei Sinn das Gehäuse so präzise gearbeitet, dass das System von sich aus dicht ist. In diesem Fall bis zu einem Druck von ganzen 20 bar. Und das ganz ohne Schraubkrone. Die Bezeichnung 103 STSA TYHDH lässt sich übrigens so entschlüsseln. Stahl, Saphirglas, Tachymeter, Handaufzug und Hehl, ein Hinweis auf den Hehl Verlag als Herausgeber von Armbanduhren. Ausgeliefert im schicken Doppeletui und mit gleich 2 dunkelblauen Armbändern, eines gefertigt aus Textil sowie ein weiteres aus Leder und jeweils mit Dornschließe, kostet das mit einer nummerierten Limitierung von nur 250 Exemplaren besonders seltene Sondermodell 3.490 € und kann exklusiv auf unserer Webseite armbanduhren-online.de bestellt werden. Den Link gibt's aber auch nochmal in der Beschreibung. Wer sich einen ganz persönlichen Eindruck verschaffen will, kann die Uhr allerdings auch im Sinn Showroom am Hauptsitz oder in der Markenboutique am Römerplatz anprobieren. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr von dem Chronographen haltet. Euer Feedback könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank fürs Zuschauen.